In diesem Video werden wir eine Verbindung zwischen Python und dem MetaTrader Terminal herstellen. Genauer gesagt werden wir die von MQL5.com bereitgestellte Python-Schnittstelle nutzen, um unser Terminal mit einem bestimmten Konto und entsprechenden Zugangsdaten zu starten. Lassen Sie uns also sehen, wie das mit Python und MetaTrader 5 funktioniert. Zunächst einmal, dies ist mein MetaTrader 5 Terminal. Es läuft und hier ist die aktuelle Kontonummer 5245388. Jetzt möchte ich Python verwenden, um das MetaTrader 5 Terminal zu starten und ein bestimmtes Konto zu eröffnen. Zu diesem Zweck habe ich in Notepad eine Datei erstellt, die MetaTrader 5 für Python importiert. Ich habe meine virtuelle Umgebung hier bereits aktiviert, wie wir es im letzten Video gemacht haben. Um die Bibliothek zu installieren, können wir pip verwenden. Versuchen wir also pip install MetaTrader 5. In meinem Fall wird angezeigt, dass die Anforderung bereits erfüllt ist, weil ich die Installation bereits durchgeführt habe. Gehen wir also zurück in mein Home-Verzeichnis und hier habe ich diese Datei erstellt. Sie enthält Import MetaTrader 5 AceMT5, wodurch die MetaTrader 5 Python-Implementierung importiert wird. Dann verwende ich eine Printanweisung, weil ich etwas auf dem Bildschirm anzeigen möchte, in diesem Fall die Paketversion von MetaTrader 5. Und dann werden wir diese Codezeile hier verwenden. Wenn MetaTrader 5 noch nicht läuft, wollen wir ihn starten. In diesem Fall werde ich MetaTrader 5 mit dieser Kontonummer, dem Server und dem Passwort initialisieren. Und wenn das nicht funktioniert, geben wir eine Fehlermeldung über die fehlgeschlagene Initialisierung aus. Dies ist der Dateiname des Python-Skripts. Gehen Sie also zurück zur Eingabeaufforderung und geben Sie Python und den Namen der Datei ein. Schauen wir mal, was passiert. Hier sehen Sie die Version. Und jetzt wurde die Kontonummer, die ich mit meinem kleinen Python-Skript angegeben habe, tatsächlich geöffnet. Lassen Sie uns MetaTrader also vollständig schließen. Darüber hinaus öffne ich hier den Task Manager. Sie sehen also, dass MetaTrader derzeit überhaupt nicht läuft. Lassen Sie uns dieses Befehlszeilenfenster hier neu formatieren und einen Blick auf die Taskleiste werfen. Wenn ich das Skript ausführe und die Eingabetaste drücke, sollten Sie sehen, dass MetaTrader 5 hier im Task Manager erscheint. Hier ist MetaTrader und hier ist der Task Manager. Und er hat die richtige Kontonummer geöffnet. Das ist also im Grunde das Hallo Welt. Beispiel dafür, wie Sie MetaTrader mit Python fernsteuern können. Ich kann sogar eine laufende Instanz mit einer anderen Kontonummer haben, das Skript erneut ausführen. Und es sollte innerhalb von Sekunden das Konto hier wechseln. Das war's für dieses Video. In diesem kleinen Video haben Sie gelernt, wie Sie ein sehr einfaches Python-Skript verwenden, um eine Verbindung zu MetaTrader herzustellen und ein bestimmtes Konto zu starten. Und dieses Mal haben Sie es mit nur ein paar Zeilen Python-Code geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.